Haben Sie jemals in Ihrem Leben den Koran von Anfang bis Ende gelesen? Wenn wir diese Frage auf der Straße stellen würden, bin ich sicher, dass 90% zustimmen würden. Natürlich habe ich es gelesen, sagen sie, aber ich weiß, die meisten von euch haben es nicht gelesen. Die Mehmet Akif Ersoy Universität führte eine Studie über die Raten des Verstehens und Lesens des Korans durch. Das bedeutet, die Rate des Lesens und Verstehens des Korans auf Türkisch durch Recherche seiner Bedeutungen und Interpretationen von Anfang bis Ende. Was war also das Ergebnis? Nur 4,9%. Es gibt Millionen von Menschen, die in diesem riesigen Land umherwandern und sagen, sie seien Muslime. Aber die Rate des Lesens und Verstehens des Korans auf Türkisch von Anfang bis Ende beträgt 4,9%. Denken Sie darüber nach. Die Türkei ist eines der Länder mit der höchsten Alphabetisierungsrate unter den Ländern, in denen der Islam als Hauptglaube akzeptiert wird. Trotzdem ist die Rate des Koranlesens so niedrig. Die Alphabetisierungsrate der muslimischen Länder weltweit liegt nur bei 40%. Wenn die Rate des Verstehens des Korans in der Türkei, die eine Alphabetisierungsrate von 97% hat, 4,9% beträgt, wie hoch ist diese Rate dann in muslimischen Ländern mit einer Alphabetisierungsrate von 40% weltweit? Warum sind die Menschen also so weit vom Lesen des Korans entfernt? Warum erforschen hunderte Millionen Muslime weltweit nicht die Bücher, von denen sie glauben, dass sie das Wort Allahs sind? Sie werden am Ende des Videos verstehen, wovon ich spreche. Nun, da unser Thema der heilige Koran ist, dann im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Es gibt ein gutes Sprichwort. Der Koran ist ein Buch, das von denen verteidigt wird, die glauben, ohne es zu lesen, und von denen verleugnet wird, die es ablehnen, ohne es zu lesen. Was für eine wahre Aussage. Letztendlich ist der gemeinsame Punkt, dass fast niemand das Buch richtig liest. Ehrlich gesagt ist dies ein Konzept, das sogar auf mich zutrifft. Vor der Vorbereitung dieses Videos habe ich tatsächlich den Koran zweimal in der Highschool und Universität gelesen. Aber jetzt, während ich sie vorbereite, war das, was ich zuvor gelesen habe, wirklich nutzlos im Vergleich zu dem, was ich gelesen habe. Ich habe den Koran etwa 3 Monate lang sehr detailliert gelesen und meine eigene Methodik verwendet, um die Fakten, die ich in Kürze präsentieren werde, klar zu verstehen. Lassen Sie mich Ihnen davon erzählen, um denjenigen eine Vorstellung zu geben, die recherchieren. Wenn Sie iOS-Systeme wie iPad oder iPhone verwenden, gibt es ein Programm namens Hasenat und es ist ein äußerst umfassendes Programm. Da das Lesen des Korans aus einer einzigen Bedeutung zu Übersetzungsfehlern führen kann, habe ich 6 Bedeutungen aus dem Programm ausgewählt. Und diese 6 Bedeutungen erscheinen bei jedem Vers untereinander. Auf diese Weise reduzieren Sie die Fehlerquote. Das Programm enthält auch detaillierte Kommentare. Auf diese Weise können Sie, wenn es einen Vers gibt, den Sie nicht verstehen, und es wird viele geben, sofort den Kommentar öffnen und die historischen Informationen dahinter erfahren. Zuerst möchte ich das Thema beginnen, indem ich erkläre, wie der Koran zu einem Buch wurde. Denn es ist sehr wichtig, dass Sie dies wissen, bevor Sie sich anhören, was danach kommt. Interessanterweise denken viele Muslime, dass der Koran in der Nacht der Macht physisch als Buch offenbart wurde. In den eigenen Worten des Buches beginnt der Koran an einem Tag, der als Nacht der Macht bekannt ist, über Gabriel an den Propheten Muhammad übermittelt zu werden. Und dieser Prozess dauert 23 Jahre an. Aber hier gibt es ein sehr, sehr ernstes Problem. 23 Jahre lang versuchte niemand, das Übermittelte ordnungsgemäß aufzuschreiben, Notizen zu machen oder zu archivieren.
Hier kommt natürlich die Distanz der Araber zur Zivilisation ins Spiel. Gegenstände wie Bücher und Pergament waren zu dieser Zeit große Luxusgüter und wir sehen im Allgemeinen, dass solche Fragen unter den Arabern der Periode der Unwissenheit nicht sehr wichtig waren. Ein weiterer Faktor ist, dass wir im Allgemeinen sehen, dass die Gemeinschaften, die dem Propheten Muhammad folgen, Menschen der unteren Klasse sind, wie Sklaven und Arbeiter, die weit davon entfernt sind, lesen und schreiben zu können. Die erste Zusammenstellung des Korans erfolgte während der Zeit des Kalifen Abu Bakr und dies geschah 10 Jahre nach dem Tod des Propheten. Jetzt sind wir vom Anfang bis zum Ende in das 33. Jahr eingetreten und wir haben keine Ressourcen außer auswendig lernen und einigen Versen, die auf Knochen und Bächen geschrieben sind. Es wird gesagt, dass Kalif Omar Abu Bakr empfahl, den Koran in ein Buch zusammenzustellen. Der Grund dafür ist die Bedrohung, dass der Koran als Folge der Kriege und der Todesfälle von Hafiz, die den Koran über die Jahre auswendig gelernt hatten, vergessen wird. Schaut Leute, das ist sehr wichtige Information. Menschen erinnern sich nicht daran, was sie gestern gegessen haben. Ich bin 37 Jahre alt. Das ist so, als würde man mich fragen, womit ich als Kind vor 33 Jahren gespielt habe. Selbst wenn Sie mich nach dem letzten Jahr fragen, kann ich mich kaum daran erinnern. Wie kann sich jemand 33 Jahre lang in allen Details an dieses riesige Buch erinnern? Nehmen wir an, Veli Elki erinnerte sich, die Männer starben und gingen. Selbst die Kalifen dachten, dass der Koran vergessen werden würde und begannen in Panik zu arbeiten. Es könnte also in dieser ganzen Zeit viele Probleme gegeben haben. Tatsächlich kam es heraus. Als wir zur Herrschaft des Kalifen Osman kommen, ereignet sich ein schreckliches Ereignis. Hat irgendjemand unter Ihnen jemals vom Namen Marwan bin Hakem gehört? Es ist sehr natürlich, es nicht zu tun. Denn dieser Mann ist die erste Person, die Dynamit auf das Fundament des Islam legte. Er ist der Cousin des Kalifen Osman und sein Vater Hakem ist einer der größten Feinde des Propheten Muhammad. Während der Herrschaft des Kalifen Osman begann ein Problem aufzutauchen, das Problem verschiedener Gründer. Denken Sie daran, ich sagte, dass der Koran während der Zeit von Abu Bakr in mehreren verschiedenen Lesungen geschätzt wurde. Obwohl Abu Bakr, Omar, Hafsa und Osman eine davon als Hauptkoran nahmen, verbreiteten sich auch andere Versionen unter den Menschen und verursachten Debatten und Polarisierung. Als Osman die Ernsthaftigkeit der Situation erkannte, sammelte er die anderen Musafs und verbrannte sie. Merwan nimmt den Koran-Musaf, der Kalif Osman von Abu Bakr, Omar und Hafsa hinterlassen wurde, und verbrennt ihn. Auf den Seiten des Islam erklären sie den Grund dafür wie folgt. Sie sagen, dass Mevran ihn verbrannte und in einer fortgeschrittenen Schrift schrieb, da die Schrift aus Osmans Zeit nicht entwickelt war. Für diejenigen, die sich fragen, was hier die entwickelte und unentwickelte Schrift ist, es gab keine arabischen Satzzeichen im ersten zusammengestellten Koran. Denken Sie nicht daran wie türkisch. Die Tatsache, dass sie keine Satzzeichen und Bewegungen haben, ist ein Detail, das die gesamte Bedeutung des Themas ändert. Nach diesen vorläufigen Informationen ist es nun an der Zeit, tiefer in das Buch einzutauchen. Weil die Menschen nicht lesen, denken sie, dass alle Verse im Koran äußerst originell sind, völlig unterschiedlich voneinander und dass jede Zeile brandneue Informationen enthält. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Koran ist ein Buch, das aus Versen besteht, die sich ständig wiederholen und weitgehend werden dieselben Geschichten immer wieder erzählt. Wenn ich ein einfaches Beispiel für die Wiederholungen des Korans geben müsste, erzählt uns der Koran die Geschichte des Propheten Moses in der Sure Bakara.
sein Kampf mit dem Pharao, der Exodus der Israeliten aus Ägypten und dann Moses, der diesen Vers wieder rezitiert, während er auf dem Berg Sinai war und so weiter. In wie vielen Versen denken Sie also, dass Prophet Moses direkt oder indirekt im Koran erwähnt wird? Denken wir an eine Zahl, wenn man bedenkt, dass der Koran ein Buch mit durchschnittlich 480 Seiten ist. Lassen Sie mich es Ihnen sagen. Moses wird direkt oder indirekt in 530 Versen erwähnt. 34 Suren handeln fast ausschließlich von ihm. Wenn wir nicht nur die Geschichten des Propheten Moses berechnen, sondern auch die Geschichten des Propheten Abraham, die wiederkehrenden Geschichten der Ad, Thamud und ähnlicher zerstörter Stämme, die ständig wiederholten Konzepte des Mondes, der der Sonne folgt, die Konzepte der Hölle für die Sünder und des Himmels für die Guten, finden wir 480 Seiten. Die Anzahl der Seiten, die wir aus einem Buch mit originalen, nicht wiederholenden Informationen erhalten können, 480 Seiten überschreitet 150 Seiten nicht. Schauen Sie, ich habe die Verse nicht einbezogen, die speziell für diese Periode offenbart wurden. Was ich damit meine, sind Informationen wie: Betreten Sie nicht das Haus des Propheten ohne Erlaubnis, warten Sie nicht zu lange, wir gaben Saids Frau dem Propheten, wir machten die Familie Ali Imran überlegen und so weiter. Lassen Sie mich ein paar weitere Beispiele geben. Worte können in meiner Gegenwart nicht geändert werden, und ich werde niemals meine Diener unterdrücken. Schauen Sie, es wird gesagt, dass Worte nicht geändert werden können, und es wird auch gesagt, dass Worte nicht unterdrückt werden können. Wieder habe ich keinen geeigneten Vers für einen Schöpfer, der alles weiß und den Menschen das Recht auf freien Willen bis zu ihrem letzten Atemzug in der Welt der Prüfung gegeben hat. Was diejenigen betrifft, die dem widersprechen, wir haben viele Generationen vor ihnen zerstört. Sie schrien. Aber es gab keine Erlösung. Die Zeit ist vergangen. Genau wie die Dynastie des Pharao und diejenigen vor ihnen leugneten sie unsere Zeichen. Und Allah ergriff sie für ihre Sünden. Allah ist derjenige, der sehr streng bestraft. Wege und Methoden sind vor euch gekommen und gegangen. Also reist durch die Erde und seht, was das Ende derer war, die leugneten. Als wir einen Propheten in ein Land schickten, ließen wir sein Volk unter Schwierigkeiten und Härten leiden, damit sie bei uns Zuflucht suchen würden. Waren die Menschen der Städte sicher, dass unsere Gewalt nicht über Nacht über sie kommen würde, während sie gehorchten? Wenn wir wollen, können wir sie für ihre Sünden bestrafen. Es legt ein Siegel auf ihre Herzen und sie können nichts mehr hören. O Noah, komm herab mit Segnungen und einem Gruß von uns zu den anderen Gruppen derer, die mit dir sind. Es gibt einige Nationen, die wir zuerst segnen werden, und dann wird eine schmerzhafte Strafe von uns sie alle umarmen. Aber vielleicht am schmerzhaftesten ist dieser Vers: Wir werden sie alle entweder zerstören oder sie mit einer schweren Qual bestrafen, vor dem Tag des Gerichts, keine Stadt oder Zivilisation ausgenommen. Es ist Zeile für Zeile auf dieser reservierten Tafel geschrieben. Und schließlich dieser Vers, der nach dem Vers „Das Wort ändert sich nicht" kommt. Wenn wir einen Vers löschen, ihn vergessen lassen oder verschieben, bringen wir einen besseren oder etwas Ähnliches dazu. Allahs Macht ist für alles ausreichend. Wir müssen eine Analyse zu diesem Abschnitt machen. Schauen Sie, ich versuche wirklich, das Thema so objektiv wie möglich anzugehen. Aber ich konnte hier nicht aus diesem Widerspruch herauskommen. Wenn jemand es weiß, bitte erleuchten Sie mich. Schauen Sie, Sie werden vielleicht langsam verwirrt und einige Ihrer Muster beginnen möglicherweise zusammenzubrechen. Der Zweck des Videos ist nicht zu sagen: Endlich, Sie sehen, Religion ist eine Lüge. All dies sind von Menschenhand gemachte Dinge. Tatsächlich glaube ich im Gegenteil überhaupt nicht, dass diese von Menschenhand gemacht sind. Oh okay,
Es gibt Perioden nach dem Tod des Propheten, in denen dieser Koran Gefahr läuft, vergessen zu werden. Aber ich glaube nicht, dass der Koran, der mit den ursprünglichen Versen kam und bevor er zu einem Buch wurde, definitiv ein Werk des Propheten Muhammad war. Viele Menschen beschrieben sogar diese Worte als meine Erfindung und sagten, dass all diese Bücher sich bereits geändert hatten und dass deshalb der Koran gekommen war. Freunde, das wird ein bisschen hart sein, aber wenn Sie ernsthaft glauben, dass die Bücher vor dem Koran sich geändert haben, dann verlassen Sie laut Koran die Religion. Denn der Koran enthält nicht die geringste Information, dass die vorherigen Bücher sich geändert haben. Im Gegenteil, es wird gesagt, dass der Koran herabgesandt wurde, um diese Bücher zu bestätigen. Wie können Sie auf Ihr Urteil zurückgreifen, wenn Sie die Tora haben, die das Urteil Allahs enthält? Dann wenden Sie sich von den gegebenen Urteilen ab. Wir sandten die Tora herab. Es gibt einen Führer zum Guten und Schönen. Es gibt Licht. Wir sandten sie zu Jesus, dem Sohn Marias. Er bestätigte, was er bei sich von der Tora hatte. Wir gaben ihm die Bibel. Es gab Führung und Licht in ihm. Er bestätigte, was bei ihm von der Tora war. Der Koran kam in erster Linie zu den Arabern. Tatsächlich kam er in dieser Sprache nur, damit sie ihn richtig verstehen konnten und nicht sagen, oh, es war so, das war so, wir haben es nicht verstanden, wir haben es nicht. Das Buch wurde den beiden Gemeinschaften vor uns herabgesandt. Lassen Sie uns nicht sagen, dass wir unwissend sind, es zu lesen und zu erforschen. Wir haben es ihnen als arabischen Koran herabgesandt, damit sie ihren Verstand einsetzen können. Wir sandten jeden von uns ernannten Gesandten nur in der Sprache seiner eigenen Gemeinschaft, damit er ihnen eine klare Aussage machen konnte. Es wurde in klarer arabischer Sprache offenbart. Natürlich ist es auch in den Büchern der vorherigen. Ich denke, Sie verstehen jetzt. Es steht nichts im Koran geschrieben, dass das Buch kam, weil die vorherigen Bücher verfälscht wurden. Tatsächlich, wie Sie in den Versen gesehen haben, ist es ein Buch, das Sie sehr gut unterstützt. Es sagt auch speziell, dass Arabisch kam, um von Arabern verstanden zu werden. Also seien Sie nicht wie diejenigen, die glauben, dass Arabisch eine heilige Sprache ist und ihr Wesen verloren haben. Öffnen Sie es und lesen Sie es richtig auf Türkisch, aber lesen Sie es mit mehreren Quellen. Es gibt keine Bücher, die sich geändert haben. Es gibt nur Geistliche, die auf analphabetische Gemeinschaften Jagd machen. Ich liebe diesen Vorfall des Korans wirklich. Tatsächlich liebe ich diesen Aspekt anderer sogenannter heiliger Bücher. Sie präsentierten reine und harte Fakten, ohne sich darum zu kümmern, was die Menschen denken würden, und selbst wenn diese Fakten außerordentlich schockierend waren und eine Katastrophe für die menschliche Spezies bedeuteten, sagten sie alles auf sprudelnde Weise. Konzepte von Ich, Wir, Es ist das Wort, das von einem edlen Gesandten im Angesicht Allahs gebracht wurde, Gabriel, Friede sei mit ihm. Nun, das Wesen, das hier Gesandter genannt wird, ist Gabriel. Wenn Sie also den Koran lesen, lesen Sie die Informationen, die er dem Propheten Muhammad in seiner eigenen Sprache übermittelt hat. Deshalb erscheinen die Konzepte von Ich und Wir im Koran. Schauen Sie, Sie haben das Detail erfasst, oder? Wir hören die Ereignisse aus dem Mund von Gabriel, der die Ereignisse dem Propheten Muhammad erzählt. Und sogar im selben Satz sagt er in Übereinstimmung mit seinen Ausdruckstechniken und seiner Grammatik wir und spricht über seine eigene Gruppe, das heißt die Dinge, die die Engel tun, und spricht auch über die Eigenschaften Allahs im selben Satz. Lassen Sie uns mit den außergewöhnlichen Versen über außerirdische Engel fortfahren. Nun, in dem Vers, den ich in Kürze lesen werde, werden einige Details über die Dschinn-Gemeinschaft gegeben werden.
Achten Sie auf die Situation. In der Tat berührten wir den Himmel und fanden ihn mit Wächtern gefüllt, stark und wachsam, und den mit Flammen gleitenden Strahlen. Hier wird die Fähigkeit der Dschinn-Gemeinschaft, wer auch immer sie sind, in den Weltraum zu gehen, erklärt, und es geht sogar noch weiter. Wir pflegten auf den Sitzen zu sitzen, um ihm zuzuhören. Aber wer auch immer jetzt versucht zuzuhören, wird eine Flamme des Lichts finden, die über ihn wacht. Er ist der Herr der Himmel und der Erde und alles zwischen ihnen und der Herr der Osten. Diese sind unglaubliche Verse. Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der aufgeregt wurde und sogar ein paar Interpretationen gelesen hat, weil ich dachte, ich hätte falsch verstanden. Aber nein, die Geschichten sind immer dieselben. Er erwähnt, dass die Dschinn-Gemeinschaft einst in einen Bereich mit Sitzbereichen gehen konnte, um Gott selbst oder seinen Engeln zuzuhören. Niemand stimmt hier zu. Ich hoffe, dass diejenigen, die dieses Video ansehen, zumindest neugierig werden und den Koran lesen. Sie machen eigene Notizen und entwickeln einen Forschungsgeist. So erfüllen sie zumindest das erste Gebot des Buches. Und wenn Sie wirklich den Schöpfer verstehen wollen, beginnen Sie damit, das Geheimnis seiner Schöpfungen zu entschlüsseln. Gott gab Ihnen Intelligenz, nutzen Sie sie, sonst werden Sie ein Sklave derer, die sie nutzen.